Herzlich willkommen zu The Cursed Forest. Ich bin Noxxrogg von Adventure Gaming und wir spielen noch einen Early Access Titel. Dieses Spiel kam vor einem Jahr nicht unter der CryEngine, sondern unter was anderem raus. Unter irgendeiner anderen Engine. Ich habe das Spiel nicht gespielt, das kann man sich jetzt kostenlos runterladen. Aber dieses Game soll wohl ein bisschen gruselig sein und wir spielen unseren Weg durch einen Wald, den Cursed Forest, und die Story schreiben wir in der Form selber, weil wir unseren eigenen Weg wählen, wo wir anfangen, wie wir anfangen. Und es ist, oh, jetzt schon dunkel. Ah ne, er lädt, oder? Ah, wir wachen auf. Oh Gott, ich mag eigentlich keine Horrorspiele. Oder irgendwie sowas in der Art. Oh, es ist hängen geblieben. Das fängt schon super an. Okay, es geht weiter. Das tut mir jetzt schon leid. Aber warum? Warum ist das so? Oh, das macht jetzt schon atmosphärisch was her. Auch vom Laufen. Sehr, sehr schön. Das sieht auch super aus, ne? Oh, die Musik ist auch fantastisch. Ich weiß nicht, ob ich eher entspannt an dieses Game rangehen soll. Oder voller Angst. Aber wir wählen schon mal den anderen Pfad und nicht den Hauptweg. Ich habe das Spiel bisher noch nicht angespielt. Das ist jetzt das erste Mal. Wie bei den meisten, also bei vielen Spielen, die ich hier spiele. Noch nicht angerührt. Außerdem gab es das Game momentan im Winter Sale. Und von daher dachte ich mir, schnapp ich mir. Wir werden nicht die ganze Story spielen können, weil noch nicht alles draußen ist, wie man am Anfang im Hauptmenü gesehen hat. Unten stand Version 0.3, irgendwas A. Genau, buried alive. By the time you find this note, I will be dead. I write this in the hope that you will heed my advice and leave this place as quickly as possible. I have seen too many people die here. This path is a shortcut, a narrow lane between two cliff faces. I was almost out. Then I heard the sound of dirt and small rocks falling from the sides. I looked up and saw the boulder dislodging and falling towards me. I threw myself to the side, but it was too late. It caught both my legs under it, pinning me to the ground. I have tried moving the stone, but I'm trapped, waiting to die. The pain is unbearable. I only hope I have enough strength left to write this confession. All my life I have been a coward, ignoring the signs that something terrible was building, a force that would destroy the village. I wanted to pretend that everything was fine because I was afraid to go against the other citizens. I could have at least tried to prevent this. Even when the killing started, I was weak. I locked myself in the house and ignored the screams, trying to imagine I was anywhere else. Even as my neighbors, my friends, pounded and scratched at my door, begging for help, I sat trying to block out their voices. Only when it felt manifestation in my house did I run. It didn't let me get very far. I'm so sorry. It's getting harder to hold on. I still feel her watching me. Come and finish it already. I deserve this. Come and kill me. Es gab also, da wo er herkommt, irgendetwas, was oder sie die Tötung ausgelöst hat. Und er, der versucht hat wegzurennen, konnte im Grunde nachher seinem Schicksal nicht entrinnen. Auch wenn er gerannt und gerannt ist.
wusste er, dass er gekriegt wird, egal wie. Und auch wenn er jetzt meint, er war ein Angsthase und ähnliches, wollte er nochmal gegen Ende nochmal seine Fehler schreiben, jemandem mitteilen, auch wenn es vielleicht niemand findet, aber es auf jeden Fall von der Seele schreiben. Genau. Interessant auf jeden Fall. Finden wir hier noch mehr, bevor wir jetzt weitergehen? Irgendwas Interessantes, was uns vielleicht hilft, diesen Ort besser zu verstehen. Also das Dorf wurde auf jeden Fall heimgesucht. Und es scheint niemand entkommen zu sein, oder? Na gut, das ist nur eine Vermutung von mir. Aber es haben wohl einige versucht. Aber sie schienen ihrem Schicksal nicht entkommen zu können. Was haben wir hier? Altar's Mystery. Ever since I started researching and writing about abandoned places, there's always been one in particular that I've wanted to visit. I've heard many stories about the place, everything from cars mysteriously breaking down as they try to pass through, to travelers venturing into the forest, never to be seen again. Then there's the tales about the settlement itself. The people that lived there were building a railroad until one day they all disappeared, without a trace. The incident has almost been forgotten now, discarded as an urban legend, a ghost story to keep children from straying too far in the woods. Now I have the opportunity to finally visit the area, and who knows, maybe I'll even solve the mystery of what happened there. When I first entered the settlement, I couldn't believe how many things had been left behind. Whole homes abandoned, with all the families' belongings still inside. I find it hard to believe that these people would have left all their worldly possessions of their own free will. I feel as if every step I take leads me closer to discovering the truth. Still, no matter how exciting I find my discoveries, I feel uneasy in this place, as if I'm being watched. On the outskirts of the settlement's territory, I have made an incredible find, a set of altars. They look older than anything in the village, as though they were long before the settlers were poked. Out of curiosity, I lit one of them, and as I did, the ground began to shake, almost as though there had been a small earthquake. I'm sure it was nothing more than a coincidence, but still. Standing in the light of the altar, I felt relief, as if I were safe from the terrible presence that has been following me. I think the altars could be an important clue as to what happened here all those years ago. I will have to do more research tomorrow. Aha. Also es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass wir auch verfolgt werden. Und wir jetzt schon beobachtet werden. Bei jedem Schritt, den wir machen. Leider ist die Tatsache, dass wir speichern können, kein gutes Zeichen für uns. Aus dem Grunde, dass uns jetzt jederzeit irgendwas töten kann. Oh. Oder sowas passiert. Vielleicht werden wir in Orte getrieben, an die wir nie hin wollten. Und zu Kreaturen geführt, die wir nie sehen wollten. Mal gespannt, gibt's hier irgendwas? Oder ist es einfach nur ein kleiner See, in dem wir leicht versinken können? Man weiß es nicht. Wir gehen weiter, aber das Spielen wird wahrscheinlich gleich erst richtig Fahrt aufnehmen. Die Brücke wird nur ein Vorreiter des Schreckens sein, der uns noch erwartet.
So. Wir laufen diesen vorgefertigten Weg. Ich wollte Pfad noch sagen und dann bin ich auf Weg gekommen. Pfad, Schrägstrich Weg. Das gefällt mir hier nicht. Das, was? Ach ja, und die Tatsache, dass wir uns ducken können, gefällt mir auch nicht. Überhaupt nicht. So. Ich weiß nicht, wo wir hier hinkommen. Ein weiteres Lagerfeuer. Und eine Hütte. In der wir natürlich, wenn wir wahrscheinlich drin sind, wenig Platz haben, um wegzurennen. Ja, gerade da steht jemand. Und wer hat die Feuer hier angelassen? Und warum ist die Tür auf? Ich will da nicht rein. Ich will da nicht rein. Oh, ich habe ja die Befürchtung, dass wenn wir ins Haus gehen und nach einem großen Schrecken wieder rauskommen, dass diese Tür auf ist und dass sie so sieht so aus, als wäre da jemand eingesperrt. Und wir wahrscheinlich der Auslöser für einen weiteren Schrecken sind hier. Oh, ich möchte hier nicht rein, bitte nicht. Ah. Frische Karotten. Ich weiß nicht, wofür die Hand hier ist. Was wir genau hiermit machen können mit der Hand. Ah, okay. Karotte haben wir aufgenommen. Suspicions. There was a strange atmosphere in the settlement today. The people seemed more subdued and silent than usual, although it could have been a projection of my own foreboding. Sarah's predicament plays on my mind so much so that out of the corner of my eye I could swear I saw her sitting in my room. But when I looked, of course, she was not there. I will need to approach her father about his attitude towards her. He is a harsh leader and no different in his parenting. While the villagers seem enraptured by his vision, I am less convinced and find it hard to trust his words as certainly as the others. Although the streets were quiet today, in the night they seem to have come alive. When I left my house to inquire as to the commotion, the noise faded into nothingness, as though it had never existed in the first place. Tomorrow I will have to be braver and speak to Sarah's father. Then perhaps the feeling of unease will leave me, and the inexplicable things that have been happening here will show themselves to be nothing but a fracture of my own nervous mind. Ian, 13.10.1967. So, das Ding ist, er beschreibt, dass man jemanden aus dem Augenwinkel sieht. Ich könnte mir vorstellen, dass wir auch irgendwen aus dem Augenwinkel sehen könnten in nächster Zeit. Aber ich weiß es nicht. Warum brennt hier überhaupt noch eine Laterne? Oh, alter Schwede. Oh Leute, ich möchte das nicht. Alter. Ich wusste, sowas passiert hier. Oh Gott. Und nicht erstmal was Lustiges spielen? Slime Rancher oder so? Wow.
Können wir hier... Ich möchte hier nicht weiter. Ich möchte nirgendwo weiter, auch wenn es viele Wege hier gibt. Okay, die Sachen, die ich dachte vorhin auch, die ich gesehen habe, sind Vogelscheuchen. Was sonst? So, was haben wir hier? Map. Hier sind wir. Oh Gott. Oh Gott. Monster. Und sie ist hier? Ich glaube, das ist der böse Weg. Und das ist laut den Zeichnungen immerhin gut. Wo wir müssen auf jeden Fall Hindernisse überqueren wahrscheinlich. So, von wo kamen wir jetzt? Das müsste ich nochmal kurz verstehen. Von da hinten, glaube ich, ne? Okay, also gehen wir hier lang. Oh Leute, ich möchte das nicht. Ich nicht. Oh, diese Fliegengeräusche, ne? Schrecklich.